Suchst du auch ein OP-Meta-Team für ungefähr 250k? In diesem Video gibt's den Squad mit 4x5 Sterne Weakfoot und Honorable Mentions David Alaba als ZM. Hallo und Servus, willkommen zurück auf TV Marvin. In diesem Video bauen wir wieder gemeinsam ein ungefähr 250k Team und wir haben einige Positionswechsel in-game. Denk dran, du kannst mit dem Steuerkreuz die Taktik wechseln und dann kannst du in-game mit deiner Startchemie alle Formationen spielen, die du willst, und wir werden dieses Team für die 4-4-2 und für die 4-4-2 und 4-2-3-1 bauen. Star dieses Teams ist auf jeden Fall David Alaba und er startet als Innenverteidiger, um die 10 Chemie zu bekommen, und dann werden wir ihn in-game auf jeden Fall als ZTM zum Beispiel in der 4-2-3-1 spielen oder auch als ZTM in der 4-4-2, und da ist eine über 92er geratete Karte in-game mit einem Shadow und diesen Passwerten und diesen Dribbling-Werten ist er wirklich in-game einer der besten zentralen Mittelfeldspieler überhaupt. Ins Tor kannst du dann eigentlich jeden La Liga Spieler nehmen. Natürlich, wenn du zum Beispiel, ich habe Oblak untrade, habe diesen Ledesma jetzt gezogen oder was, die sind natürlich ein besser, ein Courtois oder so kannst du auch nehmen, aber du kannst auch einfach irgendeinen Torhüter nehmen, der über 1,90 Meter ist und hier ein paar Coins sparen für das Team, und dann der zweite Innenverteidiger Eder Militao. Wenn du jetzt schon Koundé oder einen anderen besseren Innenverteidiger untrade hast, nimmst du den, aber für das 250k Team nehmen wir Eder Militao und kaufen ihn natürlich direkt mit einem Shadow, weil dann ist er auch schon eine gute Karte. Machen wir auf der rechten Seite weiter und da haben wir einen Spieler, der am Ende als ZOM oder als Stürmer spielt, nämlich Jesus Corona, mein absoluter Lieblingsspieler. Kauf ihn direkt mit einem Hunter, mein absoluter Lieblingsspieler in FIFA 22. 5 Sterne Kombi, das heißt, mit den Abschlusswerten und den Schusskraftwerten können wir im 16er, außerhalb des 16ers mit beiden Füßen gleich gut abschließen, krasse Dribbling-Stats und eben durch diese 5 Sterne Kombi eine super gute Karte, hat auch einen guten Bodytype, ist klein, und dann linken wir ihn einfach mit Goldmana, verkauft ihn direkt mit einem Shadow oder direkt mit einem Anchor, hat nicht die besten Stats, aber aufgrund der Schnelligkeit, das ist das allerwichtigste außen, wird er den Job erledigen. Auf der linken Seite der nächste meiner Lieblingsspieler in diesem Jahr, und das ist Son, und Son mit einem Hunter. Auch er hat die 5 Sterne Weakfoot, wird auf jeden Fall als Stürmer spielen. 88er Abschluss, 88er Schusskraft. Diese beiden Werte sind das Wichtigste innerhalb des 16ers, um Tore zu erzielen. Und durch die 5 Sterne Weakfoot und mit einem Hunter obendrauf kann er das einfach perfekt. Und es gibt für dieses Budget keinen besseren Stürmer in-game. Und ihn linken wir mit Reguilón, seine Goldkarte. Kauft die auf jeden Fall direkt mit Shadow oder mit Anchor. Wahrscheinlich am besten mit Shadow. Das Schöne an diesem Team ist, du kannst das auch upgraden, ohne alles umzubauen. Du kannst zum Beispiel für 20k dir den besseren Mana verholen, wenn du die Coins ertradest, erspielt hast. Du kannst für 50k, 60k ein Reguilón updaten. Du kannst dir einen besseren Torhüter reinstellen. Das heißt, du kannst hier so mit den 250k starten und nach das Team verbessern. Das Hybrid-Team geht weiter, und zwar mit einer Rule Breakers Karte, die von Ripard. So viel schon mal vorweg. Wir sehen ja gleich die Ingame-Formation. Der wird als Innenverteidiger spielen. Hol ihn direkt umgeformt als ein ZOM für die Chemie und hol ihn direkt mit einem Shadow, weil dann hat er eine Sprintgeschwindigkeit, die auf über 90, knapp an die 95 ist, und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, um die ganzen Konter zu verteidigen. Du weißt, die meisten Leute stehen tief und du brauchst schnelle Verteidiger, und er hat halt auch dann für einen Innenverteidiger eine super Beweglichkeit und auch starke Passwerte, kurzer Pass, langer Pass, beides auf 80, sodass wir auch hinten rausspielen können. Claude Maurice, bei ihm nehme ich die Fire-Version, denn die Fire-Version hat den Vorteil mit der Physis, und wenn wir ihn dann mit einem Shadow spielen, dann geht die Karte nicht mehr schneller und hat gute Physis und Defensivwerte. Denkt dran, in der Verteidigung, er wird bei uns im zentralen Mittelfeld spielen. Verteidigen wir im Verteidigungslauf beide Schultertasten L2 und R2, RT und LT gleichzeitig, und in diesem Lauf, da kann man einfach am meisten Bälle abfangen, kann man im Weg stehen, kann man in die Zweikämpfe gehen, und da hat er natürlich auch mit 98 eine super gute Beweglichkeit, denn die Beweglichkeit ist sehr, sehr, sehr entscheidend beim manuellen Verteidigen. Vorne im Sturm das nächste Mal 5 Sterne Weakfoot, und zwar Wissam Ben Yedder, seine Informkarte. Warum finde ich die so gut? Balance, Beweglichkeit sind sehr weit oben, Schusskraft und Abschluss, die Sachen, die im 16er entscheiden, sind gut, aber auch Weitschüsse könnte man mit einem gewissen Chemistry-Style auf jeden Fall noch nach oben bringen, und auch die Passwerte sind okay. Kurzer Pass 85, sodass er offensiv relativ flexibel ist, und wie gesagt, vor allem die 5 Sterne Weakfoot helfen uns dann, wenn wir mit 2 Stürmern spielen. Auch hier hättest du die Möglichkeit, nochmal extrem zu sparen. Kauf ihn so oder so direkt mit einem Hunter, mit der Goldkarte starten, wenn du zu wenige Coins hast, oder wenn du natürlich hier noch die Signatures-Karte hast, könntest du auch die nehmen zum Start, oder jetzt für die 250k würde ich auf jeden Fall
die Informkarte nehmen. Als letztes bauen wir noch eine Heroes-Karte ein, das nächste Mal 5 Sterne Weakfoot, also wir können vorne wirklich alles machen. Mostovoy leider nicht mehr der schnellste, auf jeden Fall mit einem Hunter kaufen, aber er hat einfach sehr, sehr gute Weitschüsse mit 87, er wird bei uns ZOM spielen, starke Passwerte, starke Dribblingwerte und das ist einfach mit den 5 Sterne Weakfoot dann diese Kombi aus den Stats und dem Weakfoot. Der Grund, warum ich sage, ich baue ihn hier mit in dieses Team, du könntest auch einen Morientes nehmen, ich würde mit dem Mostovoy hier gehen. Mit Trainer, mit Positionswechsel sind dann alle Karten hier auf voller Chemie zum Start. Und wir gucken uns als erstes mal an die 4-2-3-1, wie die in-game aussehen kann. Und da wollen wir natürlich vor allen Dingen dann vorne die ganzen 5 Sterne Weakfoot nutzen. Son packe ich als Stürmer rein, Jesus dann rechts, er hat 5 Sterne Weakfoot, das heißt er kann auch mit links diese Finesse-Shots dann in den langen Winkel machen. Wenn jeder links als Rechtsfuß, auch er kann dann natürlich sehr, sehr gut den Finesse-Shot machen oder auch mit in den 16er ziehen. Mostovoy in die Mitte und dann ins Mittelfeld auf jeden Fall der Star dieses Teams, David Alaba, wie gesagt mit einem Shadow, so ein kranker ZTM aufgrund der Beweglichkeit, aufgrund der Passwerte. Claude Maurice ist dann auch noch dabei, er als Rechtsfuß rechts, Alaba als Linksfuß links, dass du halt diese Bälle rausspielen kannst nach vorne und dann in die Innenverteidigung. Geht hier Ripard, außen bleibt alles wie es ist und natürlich auch im Tor, wie gesagt. Je nachdem, was du da vielleicht noch an Trade hast, kannst du auch mit wenig Kreuz hier den Torhüter nochmal verbessern. In der 4-4-2 würde ich dann so spielen, ich würde vielleicht Mostovoy dann auswechseln und lieber Ben Yedder im Sturm haben und hier rechts oder links eine schnellere Karte. Aber so könntest du in der 4-4-4-2 mit diesem Team zocken. Dann hast du auch 2 Stürmer mit 5 Sterne Weakfoot. Das ist brutal. Du hast außen zumindest einen sehr, sehr schnellen Spieler. Das Mittelfeld, das sind ja beides Karten, die sowohl nach vorne als auch nach hinten arbeiten können. Und dann hast du immer noch diese Viererkette und diese 4-4-2. Die kannst du sehr gut nutzen, um Druck zu machen. Die kannst du sehr, sehr gut nutzen, wenn du ein Tor brauchst. Und sonst, über das ganze Spiel, würde ich eher in der 4-2-3 einspielen, um sicherer zu sein, gerade gegen die Konter. Und 5 Tipps, wie du gegen Konter besser verteidigst, manuell, um diese Gegner zu stoppen. Verlinke ich dir hier nochmal. Abonniere den Kanal, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin raus, der Marvin. Servus. Ciao, ciao.